Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Es ist Spieltag und keinen interessiert's. Zumindest ging es dem Madridismo so, aber ich muss ganz ehrlich sein, als ich die Kaderliste von Real Madrid gestern gesehen habe und die ganzen neuen Namen, habe ich schon wieder sehr viel Lust auf das Spiel heute Abend bekommen. Deshalb wird es natürlich heute auch einen Live-Watch-Along geben. Also jeder, der von euch dabei ist, ihr seid herzlich eingeladen und ich würde mich natürlich freuen. Denn das Santiago Bernabéu wird heute einige neue Spieler sehen, einige neue Namen zum ersten Mal im weißen Trikot und das freut mich ganz besonders. Und unter diesen ganzen Namen ist einer, für den ich mich besonders freue. Wen ich meine, das erfahrt ihr natürlich in dem Video. Ja, und wenn wir schon mal bei neuen Namen sind, gestern gab es neue Informationen zu den Transfers von Real Madrid. Und lasst euch da eins gesagt sein, die Situation in Spanien ist absolut verrückt. Du kannst deinen Twitter- oder X-Account alle 2 Minuten aktualisieren und schon erscheint dir da ein neuer Name. Das Problem ist, jeder Transferguru möchte der Erste sein, der den neuen Spieler von Real Madrid errät, aber die machen nichts anderes als raten. Ihr kennt mich, auf diesem Kanal versuche ich euch immer die möglichst besten Quellen zu bringen und die kann ich euch heute anbieten, denn Fabrizio Romano hat sich geäußert zur Situation bei Real Madrid, wer der neue Innenverteidiger sein soll, was sich Madrid wünscht. Und vor allem hat er sich auch geäußert über eine Frage, die mir auf diesem Kanal sehr am Herzen liegt, die mir sehr oft von euch gestellt wird. Wie sieht es aus rund um Arda Güler? Was ist der Plan von Real Madrid? Was ist der Plan von Xabi Alonso? Ja, und kein geringerer als Fabrizio Romano hat seine Informationen dazu gegeben. Also, ihr hört schon, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, einige Themen heute in dem Video, also lasst uns direkt loslegen. Wie ihr seht, das ist die Kaderliste für das Spiel heute Abend gegen Mallorca. Und mir persönlich sind die Spiele gegen Mallorca inzwischen immer wichtiger geworden, denn ein Pablo Maffeo, der soll nicht einen Punkt mehr in seiner Karriere gegen Real Madrid holen. Das ist ein persönliches Anliegen. Aber heute wird er nicht auf seinen Gegner, Lieblingsgegner, den er am liebsten provoziert, Vini Junior treffen können, denn Saison aus für Vini Junior. Vini Junior hat gegen Barcelona sich auswechseln lassen, er war verletzt und er wird in den letzten 2 Saisonspielen nicht mehr für Real Madrid spielen. Für die Club-WM allerdings keine Gefahr, da wird der Brasilianer hoffentlich unter Xabi Alonso wirbeln. Ja, wie dem auch sei, nicht nur ein Vinicius fehlt heute Abend, auch ein Tchouaméni, der hat sich die gelbe Kartensperre abgeholt, aber auch ein Lucas Vázquez. Ja, und zu Lucas Vázquez möchte ich kurz etwas sagen. Fabrizio Romano hat gestern Folgendes veröffentlicht. Lucas Vázquez und Real Madrid werden sich voraussichtlich am Ende der Saison trennen. Wobei der spanische RB, also rechte Verteidiger, den Verein als Free Agent verlässt. Der Plan sieht vor, dass Lucas bei der FIFA-Club-Weltmeisterschaft spielt, wenn vorher nichts passiert und dann nach Trents Ankunft ein neues Kapitel versucht. Ja, das sind die neuesten Informationen vom Italiener und ich bin ganz ehrlich zu euch, als ich das gelesen habe, war auf der einen Seite, war ich ein bisschen froh, dass ich gedacht habe, ich kann den leider nicht mehr als rechten Verteidiger von Real Madrid ertragen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch ein weinendes Auge. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Lucas Vázquez ist eigentlich das Idealbild, was wir Madrid-Fans uns von unseren Spielern mehr oder weniger wünschen. Er kommt aus der eigenen Jugend von Real Madrid. 2007, seit dem 1. Juli 2007 im Verein. 18 Jahre. Er hat die Jugend gespielt. Als er aus Real Madrid Castilla herausgewachsen war, wurde er ausgeliehen, 1 Jahr nach Espanyol Barcelona, ist dann zurückgekommen und spielt seit 10 Jahren für Real Madrid. Also ein absolutes Idealszenario für jedes Real Madrid-Herz. Und eins möchte ich auch klarstellen.
Der Mensch Lucas Vázquez ist für die Kabine enorm wichtig. Und Lucas Vázquez kann im Endeffekt ja auch nichts dafür, dass ein Carlo Ancelotti aus einem rechten Flügel zwanghaft versucht, einen rechten Verteidiger zu machen. Lucas Vázquez gibt sein Bestes. Und ich bin ganz ehrlich, hier und da habe ich auch mal gedacht, boah Lukas, hör doch auf, du merkst doch selber, es reicht nicht. Tu doch dem ganzen Madridismo einen Gefallen und sag, danke Carlo, aber das war's, ich führe meine Karriere woanders weiter. Aber dann habe ich mich versucht, in die Rolle von Lucas Vázquez zu versetzen. Er ist genauso ein Mensch wie du und ich. Und wenn ich einmal bei Real Madrid spielen dürfte, wenn man mich aus dem Verein haben wollen würde, müsste man mit Sicherheitskräften, Polizei, dem FBI, wem auch immer kommen, um mich aus Real Madrid rauszuboxieren. Also natürlich kann man einem Lucas Vázquez nicht vorwerfen, dass er versucht, so lange wie möglich bei Real Madrid zu spielen. Und noch einmal, wir müssen hier wirklich unterscheiden zwischen dem Menschen und dem Fußballer. Der Fußballer, Lucas Vázquez, ist als rechter Verteidiger nicht gut genug für Real Madrid, ja, aber der Mensch wird für die Kabine unersetzbar und ich werde einem Lucas Vázquez ewig dankbar sein. Alleine, wenn ich dran denke, wie leichtfüßig er in einem Champions-League-Finale an den Elfmeterpunkt gegangen ist und auch verwandelt hat. Und danach, wenn ich mich nicht täusche, war es ein Halb- oder ein Viertelfinale, wo er den Ball auch gemacht hat. Also, ich werde Lucas Vázquez immer dankbar sein. Ja, aber ich hatte euch auch gesagt, es gibt einen Spieler, dem ich heute Abend das Santiago Bernabéu besonders gönne. Und viele von euch denken, ich meine jetzt Endrick oder Arda etc. Nein. Heute geht meine Richtung woanders hin. Und zwar in Richtung Víctor Muñoz. Ich blende euch mal so ein paar Szenen von dem Jungen in dieser Saison ein. Und Víctor Muñoz war in dieser Saison bei Real Madrid Castilla eine absolute Maschine. Der Junge zerreißt sich in jedem Spiel. Der Junge hatte gegen Barcelona eine Chance bekommen, nicht aus Zufall, sondern weil er die ganze Saison für diese Chance gearbeitet hat. Dann hat er die Chance bekommen und hat sich nicht versteckt, sondern hat alles gegeben. Ja, er hat eine klare Torchance verfehlt. Aber, wie gesagt, das ist einem Kylian Mbappé, einem Vini, das ist den besten Spielern der Welt schon 1000-mal passiert. Und den Hate, den dieser Junge bekommen hat, der hat den Frust, den der Madridismo in dieser Saison aufgestaut hatte, hat dieser Junge abbekommen und der hat es 0,0 verdient. Also ich drücke die Daumen, dass Víctor Muñoz heute Abend wieder eine Chance bekommt und dass Santiago Bernabéu diesen Jungen unterstützt. Sollte von euch einer im Stadion sein, bitte aufstehen und applaudieren, der Junge hat es verdient. Ja, und dann kommen wir zu den Informationen, die uns Fabrizio Romano gegeben hat. Wie gesagt, er hat sich geäußert über die gesamte Innenverteidigersituation bei Real Madrid. Was sind die Wunschspieler von Real Madrid? Wie sind die Transferverhandlungen mit Dean Huijsen? Und natürlich hat er sich, wie versprochen, auch geäußert über Arda Güler. Aber bevor wir zu Fabrizio Romano kommen und den Aussagen über die Innenverteidiger, kurz ein Anliegen in eigener Sache. So, ich weiß, viele von euch denken sich, boah Mario, ich habe keine Lust, mir Werbung anzuschauen bei einem YouTube-Video. Aber erstens, auch so ein kleiner Kanal wie meiner muss von irgendetwas leben. Und zweitens, ich habe mir überlegt, dafür, dass ihr euch jetzt gleich die Werbung anschaut, gebe ich euch jetzt schon etwas zurück. Und zwar geht hier in Spanien gerade eine Selbstverteidigungsbewegung viral durchs Internet und die kann euch euer Leben retten. Es ist egal, ob du eine kleine Frau bist und ein 2-Meter-Riese auf dich kommt, wie du gebaut bist, egal. Diese Bewegung kann dein Leben retten. Und deshalb gebe ich euch erstmal was und dafür zieht ihr euch gleich die Werbung rein und wenn ihr wollt, unterstützt ihr diesen Kanal. Also, wie dem auch sei, das Wichtigste ist, ihr müsst euch erstmal gerade aufstellen. Schultern parallel zu den Füßen. Also, aufstehen. Aufstehen, ja, auch du. Ja, los, auf. Los. Ja, okay. Also, wir stehen alle, ja. Wichtig ist, Hände zu Fäusten machen, logisch, klar. Daumen bitte über, nicht wie ihr das sonst kennt, unter die Daumen über. Dann Hände nah am Körper, seid ihr bereit? Ja, und jetzt müssen wir erstmal so ein bisschen in den Rhythmus kommen, ne? in den Schwung. Also es ist wichtig, ihr nehmt euch die Hände, steht ihr bereit, ja? Und jetzt macht ihr so ein bisschen,
nach links und rechts und... Also, ich bin gespannt, wen ich von euch erwischt habe. Seid bitte so ehrlich und schreibt das in die Kommentare. Aber jetzt Schluss mit lustig. Viele von euch verfolgen diesen Kanal inzwischen schon seit Jahren, zumindest seit Monaten. Und viele von euch haben mitbekommen, dass ich versuche, mein Gewicht in die bessere Richtung zu bewegen. Aber ich habe damit tatsächlich gestruggelt. Warum? Ich bin einfach jemand, ich kann nicht den ganzen Tag Wasser trinken. Irgendwann langweilt mich das und dann brauchte ich irgendetwas mit Geschmack und um dieses Verlangen zu löschen, habe ich sehr zuckerhaltige Getränke genommen und das hat meinem Gewicht nicht geholfen. Dann habt ihr mir tatsächlich im Chat während eines Livestreams mal vorgeschlagen, probier doch mal Holy. Und ich habe auf euch gehört. Und jetzt möchte ich mich bei euch bedanken, aber euch diesen Gefallen auch zurücktun. Also, sei es Holy Energy oder seien es die Eistees, sei es der Milkshake, vor allem mir schmeckt Vanille, aber da hat ja jeder andere Geschmäcke. Ich kann euch nur vorschlagen, 0 Zucker, trotzdem ein geiler Geschmack und ich habe gar kein Verlangen mehr nach dem Getränk, was laut Cristiano Ronaldo nicht mal in die Werbung gehören darf. Ich darf jetzt hier keine Namen verraten, aber ihr wisst, was ich meine. Also, solltet ihr mal was Neues probieren wollen und ihr denkt euch, 0 Zucker, was soll da schon schief gehen, empfehle ich euch, probiert Holy. Ihr könnt damit natürlich auch diesen Kanal unterstützen. Ich habe 2 Rabattcodes für euch. Zum einen, Ala Madrid 5, das ist für alle Neukunden, dann bekommt ihr auf eure erste Bestellung erst einmal 5 € Rabatt, also ist schon mal was. Oder ihr benutzt, wenn ihr schon Holy alte Hasen seid, dann benutzt Ala Madrid, dann kriegt ihr 10% auf eure Bestellung. Wie dem auch sei, herzlichen Dank nochmal. Ich bin extrem froh, dass ich mit so einer tollen Firma zusammenarbeiten darf und ich bin natürlich auch extrem froh, wenn ihr diesen Kanal unterstützt und euch selber natürlich auch was Gutes tut. Also, und jetzt machen wir weiter mit den Informationen von Fabrizio Romano. Es ist wichtig, die Innenverteidigerposition bei Real Madrid zu klären, denn das Traumziel, wie hier erwähnt, derjenige, der eines Tages als der Bellingham der Verteidiger gilt, ist William Saliba. Aber bei Saliba, wie wir die Situation bereits erklärt haben, und sie ist immer noch dieselbe. Real Madrid liebt ihn, aber Real Madrid weiß auch, dass er im Sommer wahrscheinlich zu teuer sein wird. Real Madrid weiß, dass Arsenal William Saliba einen neuen Vertrag anbieten will, um den Spieler im Verein zu halten. Dann bleibt Real Madrid dort. Real Madrid wird etwas Ähnliches tun wie bei Trent. Wenn du den Vertrag nicht verlängerst, sind wir bereit. Wenn du irgendwann die Tür öffnest, sind wir bereit. Genau das wird Real Madrid bei Saliba tun. Aber jetzt liegt der Ball bei Arsenal, denn Arsenal verhandelt weiter über einen neuen Vertrag mit Saliba. Dieses Gespräch wird in den nächsten Wochen weitergehen und wir werden sehen, wie es läuft. Aber es wird schwer, Saliba diesen Sommer zu holen. Ein weiterer Spieler, den sie mögen, ist Ibrahima Konate vom FC Liverpool. Physisch starker Innenverteidiger, wichtiger Spieler für Arne Slot in dieser Saison, der die Premier League auch dank starker Abwehr gewann, aber dessen Vertrag 2020 endet und für den es derzeit keine Einigung zur Verlängerung gibt. Zwischen Oktober und November war der Vertrag zeitweise abgeschlossen. Dann wurden erneut Details des Vertrags besprochen und im Moment gibt es immer noch keine Einigung. Real Madrid ist aufmerksam auf die Situation von Ibrahima Konate. Außerdem gibt es die Neusen. Die Neusen ist ein separates Thema, denn hier muss man nicht wie bei Saliba mit Arsenal oder Konate mit Liverpool verhandeln. Es gibt eine Ausstiegsklausel von etwa 50 Millionen Pfund und der Spieler möchte unbedingt wechseln. Denn wie wir betonen, die Neusen will zu Real Madrid. Er träumt davon, aber es hängt von Real Madrid ab. Real Madrid wartet seit Monaten und denkt jetzt ernsthaft über Dijkhuizen nach. Spanier, talentiert, für eine festgelegte Ablösesumme verfügbar, keine Verhandlung nötig. Real Madrid erwägt diesen Transfer. Er steht auf ihrer Liste, auch auf der von Xabi Alonso. Es liegt an Real Madrid. Sie müssen schnell entscheiden, sonst werden die englischen Clubs, die drängen und bereit sind, die Ausstiegsklausel zu zahlen, versuchen, den Transfer zu realisieren. Jährlich Chelsea, Liverpool auf jeden Fall. Arsenal ruft ständig an, denn alle wollen die Klausel zahlen und versuchen, eine Einigung mit Dijkhuizen zu erzielen. Aber Real Madrid hat den Matchball, weil der Spieler auf sie wartet. Also, mal sehen, was Real Madrid jetzt tun wird. Ja, ihr habt es selber gehört. Der Wunsch der Jude Bellingham, der möglichen Transfers, wäre ein William Saliba. Aber ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, Madrid wird für einen Innenverteidiger keine 120 Millionen oder was auch immer ausgeben. Das wird nicht passieren. Ein Saliba könnte höchstens in 1-2 Jahren kommen, wenn er sich dafür entscheidet, bei Arsenal nicht zu verlängern.
Das steht aber alles extrem in den Sternen. Das Gleiche oder wo es bessere Chancen geben könnte, wäre Konaté. Sein Vertrag läuft nächste Saison aus und Liverpool könnte sich denken, ey, ich will nicht, dass mir wieder so etwas passiert wie bei Trent Alexander-Arnold. Ich hole mir jetzt diese Saison noch 30, 40 Millionen, bevor ich nächstes Jahr mit leeren Händen dastehe. Aber der Spieler, wo die Gespräche am weitesten sind, da wo Real Madrid auf der Pole Position ist Dean Huijsen. Ich habe euch gestern oder in den letzten Tagen schon einiges zu diesem Spieler gesagt. Real Madrid ist immer konkreter an Dean Huijsen interessiert. Ihr hört selber, es gibt schon Gespräche. Und Fabrizio Romano hat nach diesem Video sogar noch etwas gepostet. Und zwar, Real Madrid hatte direkten Kontakt mit dem Lager von Dean Huijsen und die Priorität des Spielers wurde bestätigt. Real hat außerdem Einzelheiten zur Ausstiegsklausel eingetragen. 50 Millionen Pfund sollen in 3 Raten gezahlt werden. Nicht in einer einzigen Lösung. Das Timing wird entscheidend sein. Chelsea, Liverpool und Arsenal sind bereit, weit die Klausel zu bezahlen etc. pp. Also, dieser Punkt könnte tatsächlich auch noch ein wichtiger Punkt sein für Real Madrid. Diese 50 Millionen Pfund Klausel musst du nicht direkt auf den Tisch legen. 50 Millionen für einen Innenverteidiger tut sehr weh. Nein, diese 50 Millionen kannst du in 3 Etappen zahlen. Das macht einen Dean Huijsen für Real Madrid natürlich nochmal wesentlich attraktiver, denn wie ihr wisst, Real Madrid möchte aktiv sein auf diesem Sommertransfermarkt und jedes Geld, was du dir jetzt sparen kannst, kannst du in anderen Transfers gebrauchen. Ja, wie gesagt, das sind die neuesten Informationen von der besten Quelle in der Welt des Fußballs, Fabrizio Romano. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, und wenn wir schon mal bei Fabrizio Romano sind, ich habe euch versprochen, er hat auch etwas über Arda Güler gesagt. Das ist die Frage, die mir in den Kommentaren immer häufiger erscheint. Was sind da die Pläne mit dem Türken? Und hört euch einfach mal an, was Fabrizio Romano zu sagen hat. Eines der interessantesten Talente von Real Madrid, doch seine Zukunft stand zuletzt in Zweifel. Ja, es gab immer viele Gerüchte, aber zuerst möchte ich eine Sache erwähnen. Einer der Vereine, der wirklich versucht hat, Arda Güler zu verpflichten, das war nie eine Möglichkeit. Es gab nicht einmal Verhandlungen, weil Real Madrid die Türen immer geschlossen gehalten hat. Aber einer der Vereine, der Arda Güler vor einem Jahr wirklich haben wollte, zum Beispiel als sie hofften, ihn per Leihe zu bekommen, war Bayer Leverkusen. Warum? Wegen Xabi Alonso. Xabi hat eine sehr hohe, großartige Meinung von Arda Güler, was das reine Talent angeht, aber auch in Bezug auf das Potenzial und die Entwicklung für die Zukunft. Also Bayer Leverkusen wollte Arda Güler vor einem Jahr verpflichten. Real Madrid hat mehr als 10 Angebote für eine Leihe von Arda Güler erhalten, eine bezahlte Leihe, bei der auch sein Gehalt übernommen worden wäre. Also auch finanziell eine gute Gelegenheit. Aber für Real Madrid war es immer ein Nein. Arda wurde immer als wichtiger Teil des Projekts angesehen, erst recht jetzt mit Xabi Alonso. Natürlich wollte man ihn schon vor einem Jahr verpflichten. Ein Trainer, der weiß, wie man solch ein Talent entwickelt. Er hat bei Bayer Leverkusen fantastische Arbeit mit talentierten Spielern wie Florian Wirtz und anderen geleistet. Deshalb ist die Idee bei Real Madrid, Xabi die Möglichkeit zu geben, mit Arda Güler zu arbeiten, ihm zu vertrauen und volles Vertrauen für Gegenwart und Zukunft zu schenken. Deshalb denke ich, dass wir jede Möglichkeit eines Abgangs von Arda vergessen können, denn er wird ein wichtiger Teil des Projekts mit Xabi. Ja, und die alten Hasen von euch, die diesen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, das hat der Mario uns doch schon seit Wochen, seit Monaten gesagt. Aber es ist immer noch etwas anderes, wenn ein Fabrizio Romano meine Aussagen quasi nochmal bekräftigt, nochmal bestätigt. Xabi Alonso ist ein riesen Arda Güler-Fan. Der wollte den unbedingt bei Leverkusen haben, obwohl er Florian Wirtz hatte. Also damit ihr mal seht, ich habe euch ja immer gesagt, ein Florian Wirtz und ein Arda Güler, das kann auch zusammen funktionieren. Auch das wollen mir viele nicht glauben. Aber ein Xabi Alonso, und ich glaube, der hat mehr Ahnung von Fußball als wir alle zusammen, wollte die zu dem Thema, weil viele mir von euch gesagt haben, wenn Wirtz kommt, müsste Arda gehen. Aber wie dem auch sei, das spielt alles keine Rolle. Real Madrid hat immer gesagt, Arda Güler ist unantastbar. Wir leihen den nirgendwo aus. Er ist ein wesentlicher Bestandteil, wichtiger wird. So wichtig, dass er in einem Klassiko im wichtigsten Spiel der Saison starten durfte. Und unter Xabi Alonso wird diese Rolle noch wichtiger werden. Real Madrid vertraut blind auf Arda Güler. Ja, was ist deine Meinung zu Dean Huijsen und natürlich auch zu dem Thema rund um Arda Güler? Wenn ihr noch ein paar nette Worte für Lucas Vazquez da lassen wollt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend bei meinem Watch-Along wieder, spätestens morgen bei meinem nächsten Video. Bis dahin. A la Madrid!